Und ich kann nur sagen, bei allen Kollegen und Mitarbeitern, die mit der Maschine zu tun haben, sehe ich nur ein breites Grinsen, weil die Anwendung einfach Spaß macht. Mein Name ist Oliver Merz. Ich bin seit 2002 Inhaber der Firma Verlag und Druckerei Schlecht e.K. Die Firma wurde 1959 vom Ehepaar Emma und Erich Schlecht gegründet. Nach wie vor ist der Schwerpunkt unseres Unternehmens die Produktion von Amts- und Mitteilungsblättern. Mein Name ist Silvia Schlecht. Ich bin selbstständige Steuerberaterin und berate das Unternehmen seit dem Jahr 1991. Der Seitenumfang unserer Mitteilungsblätter ist keine Konstante. Bisher waren wir in einer komfortablen Situation, diese Produktionszeitschwankungen mit einem Vollzeit- und 3 Teilzeitdruckern abzubilden. Die Lösung ist natürlich, wenn man aus dem Offset-Druck kommt, ganz klar eine größere Offset-Maschine als erster Gedanke. Wir haben dann aber relativ schnell feststellen müssen, dass der Arbeitsmarkt ziemlich leergefegt ist. Und so kamen wir dann letztendlich zum Digitaldruck. Mein Name ist Bianca Bürg. Ich bin seit 2009 hier im Betrieb beschäftigt. Ich bin zuständig dafür, dass sowohl die Anzeigendaten als auch die Textdaten für unsere Printproduktion in Form gebracht werden und dann an die Druckmaschinen weitergegeben werden. Wichtig war für die Auswahl, dass die Maschine unsere gängigen Papiere, die wir im Offset-Druck verwenden, bearbeiten kann, sodass wir auch Hybridprodukte herstellen können. Letztendlich war entscheidend aber, dass wir eine Maschine finden, die eine hohe Sättigung in der Tinte hat, dass die Farben also nicht so blass erscheinen, dass das Ganze finanzierbar bleibt und die Geschwindigkeit vorne dran steht. Und da haben wir uns letztendlich für eine Screen TruePress 520 HD entschieden. Für das aktuelle große Projekt der Investition in die neue Inkjet-Technologie findet man dann tatsächlich auch bei den Banken gute Angebote, weil eben die Digitalisierung vorangetrieben wird. Mein Name ist Wolle Neuwirth. Ich bin seit mittlerweile 5 Jahren technischer Leiter. Meine Tätigkeit beinhaltet im Prinzip alles, was nach dem Druck passiert. Die Entscheidung für Rollen Highspeed Inkjet war für uns natürlich auch eine Herausforderung. Wir hatten eine zeitliche Planung von 2 Wochen für den Aufbau der Druckmaschine. Das war voll im Rahmen. Wurde vom deutschen Serviceteam von Screen umgesetzt. Anschließend folgte die Schulung, sodass letztendlich 3 Leute, die vorher keine Ahnung von Digitaldruck hatten, mich eingeschlossen, die Maschine mittlerweile bedienen können. Im Zuge der Umstellung auf Rollendruck haben wir uns dann einen neuen Stapler angeschafft mit Greifzange, weil die Rollen ohne so ein Gerät einfach nicht zu handeln sind. Sie sind zu schwer. Ein Prismen-Hubwagen wurde auch angeschafft, um die Rollen hier in der Halle im Prinzip zum Abwickler zu transportieren. Mein Name ist Joschka Merz. Ich bin hier beim Verlag und Druckerei Schlecht im Marketing tätig. Meine Themenfelder sind einerseits die Webseite, zudem treibe ich die Digitalisierung im Unternehmen voran, wie zum Beispiel die Implementierung von einem digitalen Archiv. Ein weiterer Vorteil für mich ist, ich muss weniger Maschine putzen. Die Zusammentragmaschine dreckt nicht so ein durch Farbauftrag auf den Walzen oder eben dieser viele Pudereintrag. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Wir können im Prinzip eine Woche stur durcharbeiten. Und natürlich, was für uns von Vorteil ist, wir können uns den Druck so nehmen, wie wir ihn brauchen. Und das Papier kommt trocken, verarbeitungsfähig hinten raus. Bei der Produktion unserer Gemeindeblätter erhalten wir die Daten über unser Redaktionssystem. Wir verarbeiten das in unserem Layout-Programm. Daran erstellen wir dann ein PDF und das wird über Hotfolders an die Screen weitergegeben. Unser Color Management, das wurde mit in die Hotfolders integriert. Das vereinfacht es für uns, da müssen wir nicht jedes Mal bei jedem Druck eingreifen, sondern können unsere Druckaufträge zügig durchlaufen lassen. Also für mich ist die Investition in die Digitaldruckmaschine vor allem eine sehr zukunftsträchtige Investition, weil viele Werbetreibenden stehen natürlich mittlerweile vor der Problematik, dass die Reizüberflutung immer stärker wird. Das heißt, die Zielgruppe wird immer mehr Reizen ausgesetzt und dementsprechend ist es wichtig, dass die Werbung vor allem zielgerichtet und individuell stattfindet. Was mich an der neuen Technologie besonders begeistert ist, dass ich jetzt als Schriftsetzerin, Mediengestalterin direkt auch drucken kann selber agieren und kann meine Druckdaten selber weiterverarbeiten und mein Druckprodukt selbst aus der Maschine nehmen.
Des Weiteren ist für uns als Unternehmen natürlich noch das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Dementsprechend produzieren wir bereits ausschließlich mit recyceltem Papier und beziehen einen Teil von unserem Strom durch unsere eigene Photovoltaikanlage. Aber hier können wir mit der Screendruckmaschine noch einen Schritt weiter gehen, einfach weil die Screentinte auf Wasserbasis benutzt und damit wesentlich nachhaltiger ist als der Offsetdruck. Außerdem kann man ressourcenschonender produzieren, weil die Druckplatten wegfallen und die Makulatur verringert wird. Und schlussendlich muss man nicht mehr überproduzieren, wie es im Offset der Fall war, um eben Produkte auf Lager zu halten, sondern man kann mit der Digitaldruckmaschine on demand nachproduzieren. Also die Zukunftsperspektive für uns ist ganz klar, weg vom Offset hin weiter zum Digitaldruck und letztendlich zur zweiten Maschine von Screen. Die kostet nur die Hälfte dann. Ne?